Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es am Opel wieder weiter mit der Bremse an der Vorderachse. Dafür hatte ich mir 2 neue Bremssattel bestellt. Die sehen dann so aus. Ist ein Einkolbensystem, schwimmend gelagert. Und ja, wie gesagt, ist jetzt hier der neue Bremssattel. Und eigentlich wollte ich auch die Bremsleitungen tauschen. Dafür habe ich mir extra auch neue Bremsleitungen besorgt. Allerdings kriege ich die Bremsleitung an der Vorderachse nicht gelöst. Und bevor ich jetzt hier irgendwas kaputt mache, werde ich erstmal übergangsweise den alten Bremsschlauch weiterfahren und muss dann einen Termin bei meinem Motorenbauer machen. Der macht zwar eigentlich nur Motoren, aber ich denke, wenn ich ihm gut zurede, wird er mir wahrscheinlich auch bei dem Bremsschlauch helfen, weil, wie gesagt, da fehlt mir einfach jetzt die Erfahrung, wie ich damit umgehe, wenn sich das nicht löst. Zeige ich euch einmal, von was ich spreche. So, hier haben wir jetzt den Patienten. Hier liegt auch, oder hier würde auch der neue Bremsschlauch liegen. Den packe ich gleich wieder ein. Und Problem ist, das ist die Seite, wo man den Bremsschlauch mit der Bremsleitung verbindet. Der ist dann hier eingeklemmt mit so einem C-Clip, wie man das auch kennt von dem Bremsschlauch, der eben zwischendrin am Achsschenkel, nicht am Achsschenkel, am Federbein gehalten wird, auch mit so einem C-Clip hier. Gleiches Konstrukt haben wir hier. Und hier unten wird dann die Bremsleitung eingeführt und festgemacht. Die Bremsleitung kriegt eigentlich nur 15 Newtonmeter, sollte also eigentlich gar kein Problem sein. Ich kriege es nicht gelöst, bedeutet, da hat irgendein natürlich wieder nicht das Handbuch gelesen und das so festgewichst, dass man das jetzt nicht loskriegt. Deswegen ist mir das auch zu riskant. Dieser Anschluss hier, das ist sozusagen die Befestigung am Bremssattel selber. Und wie ihr sehen könnt, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Schauen wir mal, ob wir das hierhin aufgezeichnet bekommen. Dass dieser Anschluss so leichte Kerben hat oder Erhöhungen, Vertiefungen, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und da kommt ein Kupferdichtring rein auf beide Seiten, damit das, also auf beiden Seiten, damit das dicht bleibt. Das ist der alte Dichtring aus der alten Bremsleitung. Am Sattel konnte ich sie lösen und ich hoffe, man kann es erkennen, dass dort eben diese Kerben auch sich abgebildet haben. Ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennen kann. Auf jeden Fall muss ich den erneuern, 2-mal. Ne? Und dann wird das hier an den Bremssattel angeschlossen. Also nicht dieser Schlauch, den kriege ich jetzt nicht verbaut, aber halt der alte. Den habe ich auch schon gereinigt und das zeige ich euch jetzt mal. So, hier sind wir jetzt an der entsprechenden Stelle und was ich nicht gelöst bekommen habe, ist wie gesagt hier Verbindung Bremsschlauch mit Bremsleitung. Bekommt eigentlich nur 15 Newtonmeter, ließ sich aber nicht lösen und bevor ich da jetzt irgendwas kaputt mache, fahre ich halt den alten Bremsschlauch erstmal weiter. Den habe ich jetzt hier abgeklemmt, damit da nicht weiter Flüssigkeit rauskommt. Hier unten ist sozusagen dieser Anschluss, da sehe ich gerade, da sind noch ein paar kleine Restpartikel, die werde ich jetzt noch gleich frei pusten, damit das da sauber ist. Neue entsprechende Dichtringe anbringen und das Ganze dann an dem neuen Bremssattel befestigen. Wie sieht die Schraube aus? Das ist die Schraube, kann man das hier besser sehen, das ist die Schraube, die das hält. Die hat auch ein Loch, ja, die ist also innen drin hohl. Da geht dann die Bremsflüssigkeit durch, die bekommt 40 Newtonmeter. Und das ist die Schraube, die den Bremsschlauch am Bremssattel befestigt, die bekommt 40 Newtonmeter. Und dieser Übergang Bremsschlauch zu Bremsleitung, der bekommt eigentlich nur 15 Newtonmeter mit so einer Überwurfmutter. Aber wie gesagt, da war irgendein toller Spezialist schon mal dran und hat sich nicht an die Vorgaben gehalten. Das jetzt mal als Info für euch. Ich werde die Kamera jetzt hier leider nicht positioniert bekommen, weil es einfach zu eng ist im Rathaus und ich muss ja meinen dicken Kopf auch irgendwo hinstrecken. Ich werde das jetzt vorbereiten und dann seht ihr gleich, wie es aussieht. So, jetzt dachte ich, zeige ich euch mal kurz ein bisschen was, bevor ich es dann gleich weg habe, den Bremssattel. Also wir haben ja hier 2 Schrauben oder ja, ich denke, man sieht das jetzt. Wir haben hier 2 Schrauben. Hier unten sitzt eine und die hier oben, die habe ich jetzt schon gelöst. Da ist ja der schwimmende Sattel aufgehangen. Das heißt, wir haben also diese feste Komponente, sage ich mal, den Bremssattelträger, nenne ich es jetzt mal, der mit dem Achsschenkel verschraubt ist an den 2 Punkten hier und hier unten. Und dann haben wir den schwimmend gelagerten Bremssattel. Der ist auch an 2 Punkten an diesem Bremssattelträger verschraubt. Einmal hier oben. Habe ich jetzt schon gelöst und dann eben nochmal hier unten, das löse ich gerade. Ihr braucht einen 17er, um innen drin gegenzuhalten. Hier ist entsprechend eine Nuss oder halt was, wo ihr mit einem 17er Schlüssel gegenhalten könnt und dann hier mit dem 13er aufdrehen. Das mache ich jetzt hier unten auch noch, ist jetzt wieder mit dem Licht ein bisschen schwierig und dann müsste der schwimmende Bremssattel hier weggehen. Die Bremsleitung, wie gesagt, habe ich euch ja gezeigt, ist schon gelöst und dann kann ich hier den neuen schwimmend gelagerten Bremssattel anbringen und am Ende dann noch die
Bremsleitung wieder fixieren. Ich mache jetzt hier weiter, gebe dann für euch gleich ein Status-Update. So, jetzt habe ich den Bremssattel abgebaut. Der steht jetzt hier, da kommt noch ein bisschen Bremsflüssigkeit raus. Das ist jetzt eben so. Da sind jetzt auch noch die Befestigungsschrauben, die werde ich gleich noch rausnehmen müssen und umbauen. Die Stifte, also diese Führungsstifte, die hier drin laufen, um das Ganze dann schwimmend zu lagern, die habe ich jetzt rausgezogen. Die sehen so aus. Wir haben also hier diese Staubschutzkappe. Die wird dann entsprechend mit dieser Nase dort oder in dieser Nase hier eingeriegelt. Da ist so eine Nut. Da kommt die Kappe drüber, dass die nicht wegrutscht. Das Ganze habe ich jetzt schon ein bisschen gesäubert. Da habe ich allerdings neue. Ich werde die neuen verwenden. Und wie ihr sehen könnt, da ist eben entsprechend ja, so Mehrzweckfett oder irgendein Gleitmittel ist da aufgebracht. Bei den neuen ist da auch entsprechend Gleitmittel mit dabei. Und wie ihr sehen könnt, ist hier eben dieser Teil zum Gegenhalten, wo ihr dann mit dem 17er Schlüssel ansetzen könnt. Dort hinten, wie gesagt, der Bremsschlauch. Das erste, was ich jetzt machen werde, ich werde den Bremsschlauch mit dem schwimmend gelagerten Sattel verbinden. Zum einen, damit ich hier das nicht so lange abklemmen muss. Zum anderen, dass dann eben hier, bevor ich anfange, weil hier werde ich ein bisschen entrosten und damit mir da keine Staubpartikel oder irgendwas anderes unten in den Anschluss reinkommen, werde ich den jetzt erstmal am schwimmend gelagerten Bremssattel befestigen. Dann mache ich hier das Ganze ein bisschen sauber. Dann setze ich die neuen Stifte ein und dann können wir den neuen Sattel entsprechend montieren. Ich zeige euch jetzt mal die neuen Stifte. Das sind wie gesagt jetzt die alten Stifte. Hier sind jetzt die neuen. Auch mit neuen Schrauben sehe ich gerade. Dann brauche ich die alten gar nicht wiederverwenden. Das ist super. Und hier innen drin so, und hier innen drin haben wir eben einmal dieses Gleitmittel, das werde ich dann auf die neuen Stifte auftragen. Hier sind wie gesagt die alten, die packe ich mal zur Seite. Hier kommen dann die neuen hin, die sehen wir hier. Da sind sogar auch neue Kappen, weil bei dem einen neuen Bremssattel waren neue Kappen und Dichtringe dabei. Bei dem anderen leider nicht, das heißt, mir fehlen jetzt 2 von diesen Dichtringen. Ich habe da drüben die 2, ich hoffe man kann es sehen, die jetzt bei dem einen Sattel dabei waren und bei dem anderen hat dieses Zubehörbeutelchen irgendwie gefehlt. Das heißt, da muss ich mir dann für die andere Seite, ich mache jetzt gerade nur die Fahrerseite, muss ich mir für die Beifahrerseite dann noch einmal, weil in meinem Universal-Dichtringkasten hatte ich jetzt nicht genau solche, sondern nur etwas schmälere. Da muss ich mir dann nochmal welche besorgen. Aber hier sieht es jetzt so aus, als ob alles drin ist, dass wir einen Sattel komplettiert bekommen. Und wie gesagt, was ich jetzt mache, erstmal Bremsleitung hier verbinden mit den neuen Dichtringen und den dann beiseite packen und das Ganze entrosten. Ich verbinde das jetzt mal, entroste und dann geht es gleich weiter. So, ich habe jetzt ein bisschen entrostet. Ich denke, man kann das jetzt erkennen, dass die Flächen, wo die Bremsbeläge nachher sitzen, wieder schön sauber sind. Ich habe hier drüben auch schon mal den Bremsschlauch entsprechend angeschlossen, allerdings noch kein Drehmoment drauf gegeben. Und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir, dass wir die neuen Stifte entsprechend mit Fett benetzen und dort einstecken. Ihr seht ja, ich habe die Öffnungen verschlossen, damit da kein Dreck reinkommt. Und jetzt hätte ich gesagt, bereiten wir die Stifte entsprechend vor.
So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich die Stifte eingefettet habe. Ich habe jetzt, das ist noch nicht final zusammengebaut, ihr habt ja gesehen, ich habe hier jetzt auch die Zange genommen zum Gegenhalten. Aus irgendeinem Grund ist jetzt hier eine andere Größe. Mein 17er passt nicht. Ich habe zwar alles Mögliche, aber keinen schmalen 16er oder 15er, dann wieder nur einen 14er, der ist zu eng. Also muss ich mir jetzt erst nochmal schmale Maulschlüssel bestellen, weil ich, wie gesagt, da bei den schmalen nicht jede Größe habe und die Größe ist jetzt hier genau eine, die ich nicht habe. Und es fehlen jetzt auch noch die Bremsbeläge. Aber so würdet ihr vorgehen, das hier eben entsprechend einfetten, vorn zusammenbauen und dann eben hier mit dem Maulschlüssel, ich gehe mal davon aus, dass jetzt ein 16er oder 15er ist, weil das genau die sind, die ich nicht habe, dass man hier gegenhält und dann eben mit der 13er Schraube hinten kontert. Kann ich jetzt nicht final machen, weil, wie gesagt, ich da den passenden Maulschlüssel nicht habe. Außerdem, wenn man es jetzt final verbaut, gehören hier natürlich noch die Bremsbeläge rein. Das muss ich noch machen. Aber es ging jetzt hier heute eigentlich nur darum, euch zu zeigen, wie dieser Grundaufbau ist. Was ich jetzt noch mache, ich werde hier hinten das noch mit 40 Newtonmeter festziehen. Das mache ich ohne Kamera, damit ich, wie gesagt, die Klemme hier wieder lösen kann. Und dann im nächsten Video, wo wir dann hoffentlich auch sehen, wie ich die aufbereiteten Achsschenkel einsetze, da werde ich das dann final montieren. Aber heute habt ihr eben gesehen, wie ihr das tauschen könnt. Im Idealfall könnt ihr auch den Schlauch tauschen, den Bremsschlauch. Das hat bei mir jetzt, wie gesagt, nicht funktioniert, weil dort hinten ja, ich das einfach nicht gelöst bekommen habe und mir das Risiko jetzt so groß ist, dass mir da die Bremsleitung oder halt der Konus abreißt. Deswegen lasse ich das erstmal so. Der Bremsschlauch ist auch noch okay, ne? Also der hat jetzt keine Risse oder ist spröde oder so. Es wäre natürlich schöner, den jetzt auch noch neu zu machen. Geht jetzt nicht, vertage ich auf wann anders. Aber wir haben zumindest den Sattel erneuert. Und somit sieht das schon mal ganz gut aus. Wie gesagt, ich ziehe das jetzt noch fest. Somit sind wir dann fürs heutige Video durch. Jetzt habt ihr gesehen, wie ihr theoretisch dort hinten den Bremsschlauch und ja, die Bremsleitung voneinander trennt. Bei mir ging es, wie gesagt, nicht. Ihr habt gesehen, wie ihr den Sattel aufarbeiten oder tauschen könnt. Was ich euch noch als Information mitgebe, wie gesagt, hier die Bremsleitung am Sattel bekommt 40 Newtonmeter die Schraube und da hinten diese Verbindung Bremsleitung zu Bremsschlauch, wie gesagt, nur 15 Newtonmeter. Macht da bitte nicht zu viel drauf. Und die Drehmomentangaben für die fertige Montage des Sattels hier am Sattelträger, das sehen wir dann in dem Video, wenn ich hier alles finalisiere. Vorher kommt aber noch ein Video, wo ich den Achsschenkel final aufbereite, zusammenbaue und dann tausche. Insofern, ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.